Stell dir vor, du hast ein erfolgreiches Unternehmen und möchtest expandieren. Eine neue Fabrik bauen, innovative Produkte entwickeln oder vielleicht ein Konkurrenzunternehmen übernehmen. Dafür brauchst du Geld, viel Geld. Aber woher nehmen wir das Geld? Heute schauen wir uns an, warum viele Unternehmen sich für Anleihen entscheiden, eine Finanzierungsform, die oft unterschätzt wird, aber enorme Vorteile bietet. Eine Anleihe ist ein Schuldschein. Das Unternehmen leistet sich Geld von Investoren und verspricht, dieses nach einer bestimmten Laufzeit mit Zinsen zurückzuzahlen. Wenn BMW beispielsweise eine Anleihe über 500 Millionen Euro ausgibt, können sich Privatpersonen, Versicherungen oder Pensionsfonds diese Anleihe kaufen. BMW bekommt das Geld sofort, die Investoren bekommen regelmäßig Zinsen und am Ende der Laufzeit ihr Kapital zurück. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum nicht einfach zur Bank gehen? Gute Frage. Anleihen haben mehrere entscheidende Vorteile. Erstens, Flexibilität und Volumen. Banken haben Grenzen, wie viel sie einem einzelnen Unternehmen leihen können, aus Risikogründen. Über den Kapitalmarkt kannst du aber riesige Summen mobilisieren. Apple hat schon Anleihen über mehrere Milliarden Dollar gleichzeitig ausgegeben. Zweitens, oft günstigere Konditionen. Groß renommierte Unternehmen mit guter Bonität bekommen am Kapitalmarkt manchmal bessere Zinssätze als bei einer Bank. Der Wettbewerb zwischen tausend Investoren drückt die Kosten. Drittens, weniger Auflagen. Bankkredite kommen oft mit strengen Bedingungen. Die Bank will vielleicht mitbestimmen, wie viel Dividende du ausschüttest oder wie hoch deine Verschuldung sein darf. Bei Anleihen sind diese Auflagen meist lockerer. Okay, aber warum nicht einfach neue Aktien ausgeben? Auch hier gibt es gute Gründe. Der wichtigste Punkt, Kontrolle behalten. Wenn du neue Aktien ausgibst, verwässerst du die Anteile der bestehenden Eigentümer. Die Gründer oder Hauptaktionäre verlieren Einfluss. Bei Anleihen bleiben die Eigentumsverhältnisse unverändert, die Anleihegläubiger haben kein Mitspracherecht. Zweiter Punkt, Steuervorteile. Und hier wird es richtig interessant. Zinszahlungen auf Anleihen sind steuerlich absetzbar, Dividenden auf Aktien nicht. Das macht Anleihen aus steuerlicher Sicht oft günstiger. Ein Beispiel, wenn ein Unternehmen 100 Millionen Euro Gewinn macht und 10 Millionen Euro an Zinsen zahlt, kann es diese 10 Millionen Euro vom Gewinn abziehen. Der zu versteuernde Anteil sinkt auf 90 Millionen Euro. Bei einem Steuersatz von 30% spart das Unternehmen 3 Millionen Euro an Steuern. Dritter Punkt. Signal an den Markt. Neue Aktien auszugeben kann negativ interpretiert werden, als ob das Management denkt, die Aktie sei überbewertet. Eine Anleihe sendet ein neutrales Signal. Natürlich gibt es auch Nachteile. Anleihen müssen zurückgezahlt werden, egal wie es dem Unternehmen gerade geht. Das erhöht das Insolvenzrisiko. Bei Problemen werden erst Anleihegläubiger bedient, danach erst Aktionäre. Zu viele Anleihen können also gefährlich werden. Bei Aktien hingegen trägt der Aktionär das größte Risiko. Fazit: Anleihen sind für viele Unternehmen das perfekte Werkzeug, um große Investitionen zu finanzieren. Und das mit optimalen Konditionen. Es gibt Steuervorteile und weniger Auflagen. Das Unternehmen behält die volle Kontrolle. Deshalb sind Anleihen zentraler Baustein moderner Unternehmensfinanzierung und zeigen, wie kreativ Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung sein können.